Ich bin, Gott sei Dank, von Natur aus, wie man so sagt, ein Stehaufwanderl oder einfach positiv denkend. Das waren 57 Jahre, wo ich gebissen habe. Das war eine schwere Sucht für mich. Ich habe es nicht weggebracht. Was ich nicht geschafft habe und meine Eltern nicht geschafft haben, hat der Bruno Gröning geschafft. Ja, für mich ist das ein wunderschönes Geschenk. Ich habe jetzt neue Fingernägel bekommen. Seit meinem frühesten Kindesalter habe ich diese schlechte Angewohnheit gehabt, meine Nägel abzubeißen. Das muss gewesen sein mit circa 2,5 Jahren. Die Fingernägel komplett immer abgebissen und in den ersten Jahren auch meine Zehennägel. Bei den Fingernägeln war es so, dass ich auch oft geblutet habe. Denn sobald ich ein bisschen gespürt habe, ein kleiner Ansatz von einem Nagel, habe ich schon wieder gebissen. Und besonders stark war es, wenn in der Familie Probleme waren. Und die waren öfter, weil meine Eltern, mein Bruder und mich sehr streng erzogen haben. Aber sie wollten das Beste für uns und sie haben immer sehr viel Wert auf Reinlichkeit und Hygiene gelegt. Und da war natürlich das Nägelbeißen völlig fehl am Platz. Also es ist immer eigentlich nur mit Strafe abgelaufen, das Ganze. Mit Hausarrest und mit Schlägen, zum Teil mit der Hundeleine oder mit dem Kochlöffel. Wenn ich heimgekommen bin, habe ich immer schon wieder Angst gehabt, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin vor der Wohnungstür gestanden, schon mit nassen Händen, so nervös war ich, was jetzt schon wieder auf mich zukommt. Und die Mutter, es war öfter, ich habe die Tür aufgemacht und die Mutter hat mir schon Ohrfeigen gegeben. Ich habe oft gar nicht gewusst, warum. Sie haben mich auch des Öfteren in der Nacht aufgeweckt. Sie haben den Wecker gestellt, jede Stunde. Und jede Stunde haben sie mich gefragt, ob ich noch Nägel beißen werde. Und ich habe wirklich immer versichert, na Mutti, ich mach das nicht mehr, na Papa, ich verspreche es euch ganz fest, ich werde nie mehr beißen. Aber am nächsten Tag habe ich wieder Nägel gebissen. Also ich war immer unter Beobachtung. Darum habe ich eigentlich die meiste Zeit in der Schule gebissen, wenn sie es nicht gesehen haben. Ich wollte so gern kochen lernen, weil meine Mama hat sehr gut gekocht. Es hat uns immer sehr gut geschmeckt. Aber sie haben mich nicht zum Kochtopf hinlassen. Die Mutter nicht, der Papa nicht. Sie haben gesagt, nein, uns graust vor dir mit deinen abgebissenen Fingernägeln. Und der Papa, wenn er auf der Couch dann gesessen ist, da bei seiner Eckbank besser gesagt, da hat er sich gern von der Mutter bedienen lassen. Edith, bring mir das, oder bring mir Wasser. Und ich habe ihm nie ein Glas Wasser bringen dürfen. Er hat gesagt, nein, von dir trinke ich es nicht, mir graust es vor dir. Und ich habe mich einfach so wohl gefühlt außer Haus. Es war sogar so, dass ich in der Schule oft einen Schabernack gemacht habe. Und ich glaube, ich habe das braucht als Ventil. Habe ich schon mal einen Sack mit Maikäfer mitgenommen und habe das dann in den vordersten Reihen auslassen und die sind dann dem Lehrer um die Ohren gesaust. Na und wer kann das sein? Die Pigal Utta, wer sonst? Ich kann mich noch ganz genau erinnern, früher hat es noch in Wels den Schlachthof gegeben. Da haben sie immer die Ochsengalle geholt und damit haben sie mir alle 10 Finger eingestrichen. Ich habe dann wirklich 10 grüne Finger gehabt und dann haben sie gesagt, schau, wie du ausschaust, wie der Teufel und schäm dich.
Und so bin ich dann auch in die Schule gegangen. Aber mir hat das nicht gestört, das Bittere. Es ist ja sehr, sehr bitter. Und damit wollten sie mich abhalten vom Nägelbeißen. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe trotzdem gebissen. Wenn aber irgendein Anlass war, Geburtstag oder wenn irgendeine Feier war, ich habe sie beide immer mit Geschenken verwöhnt. Das war so in mir drinnen, ich glaube, ich wollte mir die Liebe erkaufen. Heute weiß ich, dass man das nicht kann. Was mir aber am meisten zu schaffen gemacht hat, das war die Tatsache, wenn sie mich gestraft haben mit einem Liebesentzug. Sie haben dann fallweise bis zu 3 Tage nichts mit mir gesprochen. Sie haben mich völlig ignoriert. Nur in der Früh, also aufgeweckt hat mit Mutter und steh auf, geh frühstücken oder zieh dich an, alles nur im Kommandoton, so kurz wie möglich. Mein Bruder hat auch Sprechverbot bekommen, der hat auch nicht mit mir reden dürfen. Und so war ich völlig isoliert. Hunde haben sie immer gehabt, meine Eltern. Immer Dackel, also die Rasse Dackel. Und das war am Anfang die Molly, der habe immer meine ganzen Sorgen ins Ohr geflüstert und halt geschmeichelt. Das war halt dann mein Ersatz. Ich habe auch nicht die Kraft und den Mut gehabt, von zu Hause wegzugehen. Erst wie ich volljährig war, ich hätte auch gar nicht dürfen. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt und er war das Gegenteil von meinem Vater. Der war so der ruhende Pol und er war um 15 Jahre älter. Das war für mich so wie ein Vaterersatz. Er hat nie geschimpft mit mir und ihm war das so egal wegen den Nägeln. Aber für mich selber, ich habe gewusst, das ist eine schwere Sucht. Ich habe nie einen Arzt gefragt. Ich hätte mich da viel zu sehr geschämt. Was hätte ich jetzt sagen sollen? Du Nägel beißen. Aber ich habe mit dem Herrgott schon oft gesprochen, dass ich eigentlich gar nicht leben mag, dass das kein Leben ist. Gefängnis ist sicher der richtige Ausdruck. Mein Leben hat sich geändert im Jahr 2000. Da habe ich eine Freundin getroffen, wir sind spazieren gegangen und sie hat mir von Bruno Gröning erzählt, von der Lehre, vom Kraftaufnehmen und was alles gut werden kann. Und zu dieser Zeit war ich noch recht belastet und da hat sie mir dann den Vorschlag gemacht, kommen Sie mal in eine Gemeinschaftsstunde, Sie brauchen vorher Einführung und dann können Sie dabei sein. Und ich war spontan damit einverstanden. Ich habe die Einführung gekriegt und da war das Wunderbare für mich, dass es geheißen hat, Hände öffnen, Handrücken nach unten und die Kraft aufnehmen. Da hat es bei mir einen Klick gemacht im Gehirn und da habe ich mir gedacht, oha, wenn ich jetzt so sitzen darf, die Hände offen, da sieht ja niemand meine abgeknapperten Fingernägel. Haben wir gedacht, da fühle ich mich geborgen. Da bin ich daheim. Und so bin ich dann regelmäßig in die Gemeinschaftsstunden gegangen, die Kraft aufgenommen. Es hat mir gut getan. Obwohl ich mich immer eingestellt habe für die volle Gesundheit und die Ordnung und die göttliche Führung. Aber speziell das Nägelbeißen habe ich nicht abgegeben. Wahrscheinlich im Unterbewusstsein hat das zu mir so dazugehört. Anders kann ich mir es halt nicht vorstellen. Aber nach circa 2 Jahren ist mir so richtig bewusst worden, dass ich eigentlich ja gar nicht mehr Nägel beiß. Und so rückblickend muss ich sagen, das war schon während des ersten halben Jahres, wo ich im Freundeskreis war, habe ich nicht mehr Nägel bissen. Der Bruno Gröning hat mir das ganz
vergessen lassen. Das ist schon mit mir gefahren. Natürlich habe ich es mitgenommen. Wenn ich es abhole, muss ich es auch nach Hause bringen. Für mich war das dann ein befreiendes Gefühl. Dann natürlich habe ich mir eine Kürzeug gekauft, dann habe ich mir gefeilt und dann habe ich viel Zeit mit meinen Fingernägeln verbracht. Aber jedenfalls habe ich sie gehegt und gepflegt. Ich wollte ja dann, dass der Nagel kommt. Das war dann eine wunderschöne Zeit. Ich bin selbstsicherer geworden und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr gehabt. Ich habe mich nicht geschämt. Ich habe sogar wieder Einladungen angenommen für Klassentreffen. Ich habe einfach überall mitgemacht. Es hat mein Selbstwertgefühl gehoben. Wenn ich zum Friedhof gehe, zum Grab meiner Eltern, da geht es mir gut und mich zieht es oft hin. Dann sage ich immer zu den Eltern, danke, dass ihr mir das Leben geschenkt habt. Und ich versuche wirklich, die guten Seiten herauszuholen. Und da bin ich ganz mit ihnen im Frieden, in Harmonie. Ich habe ihnen alles verziehen und ich weiß ja, sie haben mir aus ihrer Sicht das Beste für mich gewollt. Diese Kraft zu verzeihen, das habe ich nur durch die Lehre.